Schön sind ihr da. Ich heiße Carina Mendola, habe eine Praxis in Wädiswil und arbeite als Naturheilpraktikerin. Meine Passion, ein Beruf, den ich sehr gerne mache. Die Leute kommen zu mir in die Praxis, wenn sie eine Atemtherapeutin suchen. Das ist jetzt gerade ein grosses Thema im Moment. Ich habe viel Massagen, ich massiere auch viel. Und ich arbeite als Naturheilpraktikerin. Und das ist ein riesiges Gebiet, das mir wirklich Spass macht und sehr viel beinhaltet. Ja, es gibt viele Möglichkeiten. Also, wichtig ist, dass man mal herausfinden kann, wo der Mensch steht. Und für das machen wir eine saubere Anamnese. Das heisst, wir fragen viele Sachen ab. Über die Verdauung, natürlich auch über die Life-Balance, die auch sehr wichtig ist. Wachrhythmus, was haben sie für eine Schlafhygiene, wie ernähren sich die Leute, was haben sie für ein Umfeld. Und dann eben durch den ganzen Körper machen wir dann eine Reise, um ein bisschen zu spüren, wo der Mensch steht. Das machen wir mittels Fragebogen. Etwas Wichtigste vom Ganzen. Und dann schauen wir in die Augen mittels Mikroskop. Dort geht es um die Irisdiagnostik. Wir sehen in der Irisdiagnostik als einziger Ort ins Bindegewebe ein. Das gibt uns viel Aufschlüsse für Sachen, wo der Mensch nicht spürt, wo man von außen nicht sieht. Es gibt labordiagnostische Sachen wie die Haarmineralanalyse, wo man drin sieht, was lagert der Mensch ab in den Haaren. Wir haben die Möglichkeit, Dunkelfelddiagnostik zu machen. Das ist eine Kurzzeitdiagnostik, wo man den Moment mehr wahrnimmt oder so ein bisschen. Ist schwierig für mich, Dunkelfeld zu beschreiben, muss ich ehrlich sagen. Es gibt noch viele andere Sachen, wie der Puls ist sehr wichtig. Wir zählen den Puls nicht, wir spüren ihn, schauen, wie er gefüllt ist. Zum Beispiel. Wir schauen die Zunge an. Wie ist die Zunge? Ist sie trocken? Hat sie Rissli drin? Ist sie gefärbt? Das geht alles in die traditionelle europäische Naturheilkunde. Und das ist wie ein Puzzle. Also das führen wir, die verschiedenen Sachen, die wir erfragen, die wir sehen, das führen wir wie ein Puzzlespiel zusammen. Und das gibt dann sehr eine interessante Sache mit dem, was der Mensch, der da ist, uns erzählt, was wirklich das Wichtigste ist. Ja. Da kannst du so viel lesen und es braucht den Arzt. Ja. Wenn jemand Streptokokken im Hals hat, dann gehört er zum Arzt. Dann geben wir keine Kügel, also ich nicht. Ja. Es braucht beides und das wünsche ich mir, dass das mehr Zusammenspiel hat. Das wäre so schön. Ja. Ich denke, ja, dass die europäische Naturheilkunde ist auf dem Vormarsch. Ja, absolut. Es war ein Hype früher mit der chinesischen Medizin. Unser Wissen, das ist uralt, das hat es da gegeben. Man muss mal die Großmutter fragen, was sie früher gemacht hat. Die haben ja viele so Hausmittel gehabt, die wir heute wieder brauchen. Ein Quarkwickel, Zwiebeln ins Zimmer. Das sind jetzt einfach mal auf diese Methode zu gehen. Und die Griechen haben das vor x Jahrhunderten haben die Philosophie gelebt und sie hat funktioniert. Und dann ist dann die Zelllehre gekommen und man hat ganz vieles vergessen. Und jetzt habe ich das Gefühl, man kommt wieder zurück. Ja. Immer mehr. Also man sieht es auch, wie viele Leute sich ausbilden lassen in der europäischen Naturheilkunde. Das sind viele. Ja. Und wir sind spezialisiert eigentlich auf die Säftelehre. Etwas Uraltes, das hat beim Hippokrates schon angefangen. Es ist eine Philosophie, es ist schwierig zu erklären, man muss sich reindenken, man muss sich reinfühlen und mit der Zeit entsteht ein Wissen, das einem enorm hilft, die Leute dort abzuholen, wo sie sind oder wo sie vielleicht im Moment gerade eben nicht mehr sind. Und wir versuchen dann die Leute zurückzuführen auf ihre gesunde Regulationsfähigkeit, die sie zum Teil einfach verloren haben. Und da hilft uns die Säftelehre, die Humoris hilft uns da enorm. Es ist ganzheitlich. Ich bin aufmerksam geworden auf King Nature. Ich hatte mal einen Flyer im Briefkasten und dann gesehen, die sind ja zu Wädiswil. Und habe dann realisiert, dass ich zum Fenster raus schauen muss. Und dann sehe ich King Nature angeschrieben an dieser Hauswand. Und dann hat sich Vera Greiner mal gemeldet bei mir und ist vorbeigekommen und hat mir erzählt, um was es geht, was es für Mittel sind, wie sie zusammenarbeiten.
auch so ein bisschen, was für Menschen dahinter stecken. Und das hat mir sehr zugesagt. Und dann habe ich ganz fein angefangen zu arbeiten mit diesen Mitteln. Ich bin an die Infoveranstaltungen gegangen, wo ich sehr viel Wissenswertes erfahren habe, auch wie sie damit arbeiten. Und habe festgestellt, dass das super Ergänzungen sind. Also es sind viele Mittel auch dabei, wo ich jetzt das Gefühl habe, ich kenne ja nicht alle, aber die findest du einfach nie nicht. Und es ist durchgedacht, was mir eben auch sehr gefällt. Sie unterstützen die Bauern, sie pflanzen Beeren bei den Bauern pflanzen lassen, bei den Schweizer Bauern, und kaufen es nicht einfach agromässig irgendwo im Ausland ein. Und achten auf die Verpackung, dass die umweltfreundlich ist. Und was mich sehr fasziniert hat, dass sie zum Teil die Kapseln von Hand füllen und somit auch die Bioverfügbarkeit einfach grösser ist. Und das sind so Hinweise, das ist ein Wissen, das ich so auch weitergeben kann, weil das überzeugt mich. Und so gebe ich das mit gutem Gewissen auch den Leuten mit. Und das ist so wichtig, ja, sonst würde ich es nicht machen. Und das muss ich auch noch sagen, das ist auch ganz wichtig. Man kann jederzeit anrufen. Der Support ist da, ich verwünsche immer irgendwo irgendjemand. Und das ist wichtig, also auch wir haben sehr viele Fragen. Und das ist ein Austausch, den ich mir wünsche, auch in vielen anderen Richtungen. Und bei euch funktioniert das, das finde ich super, muss ich wirklich sagen. Ja. Ja. Ich bin ganz ein schlechter Verkäufer. Wirklich. Und ich verkaufe dann etwas, wenn ich wirklich überzogen bin. Und das sind Produkte, wo ich einfach bin. Und durch das gibt es mir einen Zustupf. Ja. Ich habe Ende Jahr schaut etwas raus durch das Verkaufen von der King Nature, aber das ist nur, weil ich es einfach gerne verkaufe und dahinter stehe. Sonst bin ich kein Verkäufer. Ja. Das ist wirklich so. Was ich mir wünsche für den Menschen und für das Individuum, dass sie sich getrauen, Individuum zu sein und dass sie einfach wieder lernen, Mensch zu sein. Nicht nur Beruf zu sein, nicht nur Familie, Vater, Frau zu sein, nicht nur Mutter zu sein, nicht nur Freund, Freundin zu sein, Kollegin zu sein, sondern Mensch zu sein. Die Leute sollen wieder anfangen, Mensch zu sein. Und sich wieder einmal spüren, und dann ist ganz viel schon passiert. Ja. Ich liebe einfach die Natur. Ich bin gerne unter Leuten, ich bin gerne in der Stadt, ich habe gerne Kultur. Aber ich bin so gerne in der Natur und das gibt mir Kraft und dankt mich auf und macht mich frei, auch im Kopf. Auch die Omnipräsenz hier in der Praxis mit den Leuten und überall. Und in der Natur zu sein, ein Gämsi zu sehen oder eben mit Esel zusammen zu sein, richtigen Esel zusammen zu sein, daheim mit einem Hund unterwegs zu sein, das ist etwas Schönes. Ja. Tier und Natur, das ist mein Ausgleich, da blühe ich total auf. Ja. Ich wollte fragen. Kaffee!